Alle zusammen, ich bin der Bünzli und das ist Bünzli Breaking, die Show, wo wir anschauen, was mich diese Woche so gebrochen hat. Und diese Woche gibt es keine Nachrichten, sondern ein Abstimmungsspecial. Die Schweiz stimmt am 30. November über die Initiative für eine soziale Klimapolitik, verfinanziert durch Steuern, ab. Oder wie sie offiziell heißt, Initiative für die Zukunft. Und liebe User, schaut bitte einen neuen Titel, ich hätte fast einen Schlaganfall bekommen beim Lesen von dem. Wie wär's mit Klima statt Kaviar, Erben ist kein Beruf, Zukunft erben wir alle, Reichtum verpflichtet, Erben für die Erde, Zukunft finanzieren, so etwas. E-Board für den User sieht die Initiative vor, Erbschaften und Schenkungen ab 50 Millionen Franken mit 50% zu besteuern. Der Vorschlag hat einen klaren Adressat, die Superreichen, wo dank kantonaler Ausnahmen kaum Abgaben leistet und deren Vermögen in den letzten Jahren explodiert ist. Das eingenommene Geld soll in eine sozial gerechte Energiewende fließen. Bundesrat und die Wirtschaftslobby malen aber schon das Schreckgespenst vom Wegzug von der Reichen an die Wand und wir zeigen, wieso das schlicht Panikmache ist. Roll the intro. Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der Welt, aber der Reichtum ist extrem konzentriert. Laut dem Bundesamt für Statistik besitzen die reichsten 1% der Steuerzahlenden 45% des gesamten Vermögens, während die ärmsten 2 Drittel gerade einmal 3% besitzen. Die 300 reichsten Personen verfügen gemeinsam über mehr als 830 Milliarden Franken, rund das Doppelte wie vor 20 Jahren. Im Jahr 2025 werden erstmals rund 100 Milliarden Franken vererbt. Dabei erben ein Drittel der ErbInnen ein Drittel des gesamten Erbes, während ein Drittel der Bevölkerung gar nichts erhält. Okay, das sind jetzt viele Zahlen gewesen. Lass mich das mal ganz einfach abrissen. Die fast die Hälfte vom Vermögen in der Schweiz besitzen, zahlen nur ca. ein Viertel von der totalen Steuereinnahmen in der Schweiz. Also gerecht tönt das nicht. Die Angaben sind zwar schwer zu verifizieren und basieren nur mal auf einer konservativen Schätzung, aber das ist der beste Fall. Es könnte auch viel weniger sein. Während die Mittelschicht ihr Vermögen durch Arbeit aufbaut, basiert der Reichtum der Superreichen eigentlich nur auf Erbschaften. Laut der Initiativ-Webseite entfallen 80% des Vermögens der 300 Reichsten auf geerbte Vermögenswerte. Gleichzeitig ist ihr ökologischer Fußabdruck gewaltig. Die User verweist auf Untersuchungen, wonach die 10 reichsten Familien der Schweiz so viele Treibhausgasemissionen verursachen wie 90% der Bevölkerung. Der Klimaschutz ist verdammt nochmal wichtig und das müssen wir endlich mal anständig angehen. Aber das ist teuer. Der krasse CO2-Ausstoß der Reichen ist ein globales Problem und du dort hinten, ja genau du, ich sehe dich schon jetzt, aber ein bisschen Schweiz bringt doch gar nicht im Vergleich zu der Welt. Doch, es bringt tatsächlich was. Dies Denken nennt man übrigens Verantwortungsdiffusion. Aber ich bin mir sicher, du als starker Mann wirst eigentlich gerne Verantwortung übernehmen. Wenn viele Leute einen Unfall oder Übergriff sehen, hilft am Schluss niemand, weil alle denken, dass es ein anderer schon machen wird. Also ja, natürlich sind wir als Schweiz klein, aber wenn wir mit dieser Initiative rund 6 Milliarden Franken pro Jahr mehr in die Hand nehmen, dann können wir zum Beispiel massiv mehr in die Forschung an CO2-neutralem Treibstoff investieren. Und bevor jetzt wieder einer schreit wegen Biodiesel oder Holzverbrennen stößt doch auch CO2 aus. Ja, macht's. Der Unterschied ist, das CO2 ist vorher in der Luft. Eine Pflanze nimmt das CO2 auf, wächst, wird verbrennt, gibt genau das wieder ab, was sie vorher gespeichert hat. Das ist ein Kreislauf. Bei fossilen Brennstoff holen wir hingegen CO2 aus dem Boden, wo seit Millionen von Jahren dort gebunden war. Und dann blasen wir es einfach noch zusätzlich in die Atmosphäre. Das ist so der Unterschied, wie ein krankes Kind behandeln oder es einfach sterben zu lassen, um es Neues zu machen, weil das ist ein bekannter Weg. Wenn wir also CO2-neutralen Diesel aus Bioabfall oder Algen herstellen, bleibt der Kreislauf geschlossen. Und die Patente und Technologien dafür bringen richtig Geld in unsere Wirtschaft zurück. Diesel aus Food Waste wäre doch ein Traum bei dem Müllberg, den wir hier produzieren. Aber irgendjemand muss halt anfangen.
Diesel aus Müll ist in industriellen Dimensionen günstiger als Diesel aus dem Boden. Und dann ist Biomüll noch eine ziemlich unendliche Ressource. Das globale Bild stimmt mit dieser Ungleichheit im CO2-Ausstoß überein. Laut Oxfam verbraucht das reichste Prozent der Weltbevölkerung seine ganze persönliche CO2-Jahresration bereits innerhalb der ersten 10 Tage des Jahres. Die Konzentration des Reichtums ist das Resultat politischer Entscheidungen. Seit den 1990er Jahren haben viele Kantone die Erbschaftssteuern für direkte Nachkommen abgeschafft. Heute beträgt die durchschnittliche Erbschaftssteuer nur 1,6 Rappen pro vererbten Franken. Das bedeutet, dass bei rund 88 Milliarden Franken Erbschaften im Jahr 2022 lediglich 1,4 Milliarden Franken Steuern anfielen. Gleichzeitig verfügt die Schweiz über 152 MilliardärInnen. Das entspricht 17 MilliardärInnen pro Million Einwohner und ist weltweit die höchste Dichte. Die Vermögenssteuer ist progressiv, aber ihre Bedeutung wird überschätzt. Rund 86% des Vermögensaufkommens wird von den reichsten 10% bezahlt. Doch diese Steuer macht nur etwa 9 Milliarden Franken für Kantone und Gemeinden aus. Insgesamt tragen Vermögenssteuern laut ExpertInnen nur etwa 5,7% zum Steueraufkommen bei, während die Mittelschicht durch Verbrauchssteuern deutlich stärker belastet ist. Die großen Erbschaften bleiben also bisher praktisch unangetastet. Die Zukunftsinitiative möchte eine nationale Erbschafts- und Schenkungssteuer einführen. Die Kernpunkte: steuerfreier Betrag von 50 Millionen Franken pro Person. Wenn du weniger als 50 Millionen erbst, passiert gar nichts. 50 Millionen bleiben steuerfrei. Erst was drüber liegt, wird zur Hälfte besteuert. Und die SVP gibt gerade Millionen aus, um dir einreden, dass du denn dein ältere Haus verlierst und die böse Linke dir alles wegnehmen wollen. Nein. Nur wer mehr hat als alle anderen zusammen, verliert ein bisschen von dem zu viel haben. Steuersatz von 50% auf den Betrag über 50 Millionen Franken. Dies entspricht dem oberen Bereich vieler wirtschaftswissenschaftlicher Empfehlungen. Laut Ökonom Marius Brühlhardt könnten optimale Erbschaftssteuersätze bis zu 70% betragen. Und bevor jetzt irgendjemand anfängt rumzuschreien, von wegen 50%iger Kommunismus, nein. Das ist die Hälfte von etwas, wo du selber nie erarbeitet hast. Verwendung der Einnahmen: 2/3 der Einnahmen gehen an den Bund, 1/3 an die Kantone. Die Gelder sollen für eine sozial gerechte Klimapolitik eingesetzt werden, unter anderem für die energetische Sanierung von Gebäuden, den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und Investitionen in erneuerbare Energien. Die USA rechnet mit rund 6 Milliarden Franken Einnahmen pro Jahr, also die Hälfte von der benötigten Finanzierung. Einfach von Geld, das niemand mehr braucht, weil die, die es erben, haben es nicht verdient und die, die es haben, sind tot. Betroffene Personenzahl: laut einem Bericht des Bundes würden rund 2500 Personen, also nur 0,5% der Steuerpflichtigen, von der Steuer erfasst. Eine Studie der Universität Lausanne schätzt, dass vor allem etwa 300 Haushalte mit Vermögen über 200 Millionen Franken betroffen wären. Also, wenn da nicht mit 99,95% angenommen wird, bin ich enttäuscht. Das heisst dann nämlich, dass die zusätzlichen Nein-Stimmen sich einmal mehr von den Superreichen verarschen lassen haben. Oder in der Illusion lebt, es auch irgendwann an diesem Punkt zu schaffen. Anti-Vermeidungsmaßnahmen: der Initiativtext sieht vor, dass die Steuer ab dem Tag des Volksentscheids fällig wird und Maßnahmen gegen Steuerflucht und Wegzug vorsieht. Damit soll verhindert werden, dass Betroffene ihr Vermögen kurzfristig ins Ausland transferieren. Zieht keiner weg. Kommen wir später noch dazu, wie und wo und was man lernen können von anderen Ländern, die so etwas schon durchgezogen haben. Erbschaftssteuern gelten in der Volkswirtschaftslehre als besonders effiziente Steuerform. Sie beeinträchtigen die wirtschaftliche Tätigkeit kaum und wirken stark umverteilend. Weil Erbschaften unverdientes Einkommen darstellen, verstärken diese bestehende Ungleichheiten. Eine progressive Besteuerung mildert diese Tendenz.
Der Ökonom Brühlhardt argumentiert, dass sogar Steuersätze bis zu 70% sinnvoll sein könnten. Man kann nicht ehrlich arbeiten und Milliardär werden. Selbst wenn du 10.000 Franken im Monat verdienst, müsstest du 8.000 Jahre durcharbeiten, ohne Ferien, ohne Ausgaben. Also seit einer Zeit, wo gerade mal der Ackerbau knapp erfunden worden ist, die ersten Menschen am Bodensee ihre Pfahlbauten dann wahrscheinlich noch mit dem Anzünd von ihren Fürz geheizt haben, 2000 Jahre bevor die Menschheit überhaupt Kupfer entdeckt hat. So lange müsstest du schuften. Und dann hättest du 1 Milliarde. Nicht mehrere. Eine. Die Initiative zielt nur auf sehr große Vermögen und schützt damit Familienbetriebe und KMU. Nach der 50-Millionen-Grenze wären sie in der Regel nicht betroffen. ExpertInnen betonen, dass Vermögenswerte unterhalb dieser Schwelle meist aus hart erarbeiteter Wertschöpfung stammen. Große, oft ererbte Vermögen liegen deutlich darüber. Zudem kann der Gesetzgeber im Vollzug Ausnahmen für langjährige Familienunternehmen vorsehen. Familienbetrieb ist kein juristischer Begriff. Es ist das Gefühl. Meistens das Gefühl, dass die Steuern für jemand anders sind. Die Juso verknüpft die Steuer mit der Klimakrise. Reiche Menschen verursachen aufgrund von Privatjets, Yachten und renditenstarken Beteiligungen ein Vielfaches an CO2. Die 10 reichsten Familien produzieren laut InitiantInnen so viele Emissionen wie 90% der restlichen Bevölkerung. Gleichzeitig profitieren sie überdurchschnittlich vom bestehenden Wirtschaftssystem. Die Einnahmen aus der Steuer sollen daher Klimaprojekte finanzieren, die vor allem Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen zugutekommen. Etwa den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, die Förderung günstiger und klimafreundlicher Wohnungen und die Energieberatung für Haushalte. Juso-Vizepräsidentin Nathalie Roos formuliert es drastisch. Die Superreichen haben ihren Reichtum durch die Ausbeutung von Menschen und Natur gemacht. Es ist Zeit, dass sie für ihre Klimaverbrechen bezahlen. Ja, also, klingt schon fast ein bisschen krass. Betrachten wir es doch als eine Art Investition. Von dem Geld könnten wir auch an CO2-neutralem Kerosin schaffen, so dass die Superreichen weiterhin nach Sylt fliegen können und beim Champagner zum Morgen Ausländer rausgrölen. Nur dann eben ohne dabei unseren Planeten anzuzünden. Und wer weiß, wenn der Jet CO2-neutral fliegt, müssten vielleicht auch weniger Menschen vor der Hitze in unsere Breitengrad flüchten. Ursachenbekämpfung und so. Behauptung 1. Die Reichen wandern aus. Bundesrat und Wirtschaftsverbände warnen, dass eine hohe Erbschaftssteuer die Schweiz für Vermögende unattraktiv mache. Der Bund schätzt, dass ohne Verhaltensänderung 2,5 bis 5 Milliarden Franken an Einnahmen erzielt würden, jedoch 85 bis 98% des Steueraufkommens verloren gehen könnten, wenn Reiche die Schweiz verlassen. In diesem Szenario würde die Steuer nur 100 bis 650 Millionen Franken einbringen und gleichzeitig 2,8 bis 3,7 Milliarden an Einkommen und Vermögenssteuern verloren gehen. Stark. Problem? Die Prognose stützt sich auf eine Studie, deren Annahme selbst unter Fachleuten als hochspekulativ geltet. Bestenfalls. MillionärInnen sind immobil. Surprise, motherfucker! Eine Analyse vom Tax Justice Network kommt zum Ergebnis, dass laut dem Handler Report weltweit weniger als 0,25% der MillionärInnen jährlich migrieren. Es gibt keinen Hinweis, dass Steuern ein bedeutender Treiber in diesen Wanderungen sind. Und Lebensqualität triumphiert über Steuervorteil. Weil, wenn es nur um Steuern geht, müssen die Superreichen ja alle in Andorra, Paraguay, Uruguay leben. Aber das macht es nicht. Dazu kommt, dass die Schweiz aktuell auf Rang 4 von den Steuerparadiesen auf dieser Welt ist. Hinter den britischen Jungfraueninseln, den Caymaninseln und Bermuda. Nach uns gibt es einen rechten Abstand und dann kommen die Niederlande. Und wenn die Erbschaftssteuer kommt, dann hat das zu wenig Impact, um an dem Ranking wirklich was zu ändern. Länder wie Frankreich und England haben schon eine vergleichbare Erbschaftssteuer eingeführt und 0 Leute sind abgewandert.
Halt wie so das trotzige 8-jährige Kind, das behauptet, dass es das mal ganz sicher wegrennt und nie mehr zurückkommt, wenn es kein Morgen zum Nachtessen darf. Aber im Gegensatz zu der SVP wird das Kind wenigstens irgendwann mal erwachsen. Behauptung 2. Die Steuer trifft Familienbetriebe und zerstört Arbeitsplätze. Ein neutraler Teil darf ich nicht schon voll zynisch reinquetschen. GegnerInnen argumentieren, dass FirmenerbInnen den Betrieb verkaufen müssten, um die Steuer zu finanzieren, was Arbeitsplätze gefährde. Es gibt eine 50 Millionen Freigrenze. Und wenn es 50 Millionen Pakete dazu führt, dass die Firma dicht machen muss, dann ist nicht das Steuer das Problem. Gemäß Berechnungen des Bundes betrifft die Steuer rund 2500 Personen, hauptsächlich MilliardärInnen und MultimillionärInnen. Die große Mehrheit der KMU liegt weit unter dieser Schwelle. Zudem kann der Gesetzgeber beim Vollzug Ausnahmen oder Zahlungsaufschub für Betriebsvermögen vorsehen, wie dies auch bei existierenden kantonalen Erbschaftssteuern der Fall ist. Ja, wunderschön. Genau, das Steuerschlupfloch ist also schon mit drin. Warum also Panik? Behauptung 3. Der Staat investiert bereits genug in den Klimaschutz. Der Bundesrat verweist darauf, dass er jährlich 2 Milliarden Franken für Klimaschutz ausgibt. Diese Summe reicht jedoch nicht aus. Um die Schweiz bis 2050 klimaneutral zu machen, sind laut Juso 12 Milliarden Franken pro Jahr nötig. Und man rechnet da gar mal mit 6 Milliarden. Das ist eigentlich ein super Deal für die Superreichen. 90% vom Schaden anrichten und dann nur 50% davon zahlen. Natürlich wäre ihnen 0% lieber, aber irgendwann ist einfach die Zeit und Konsequenzen. Eine da nicht da. Mit der Zukunftsinitiative wird eine zentrale Forderung laut. Diejenigen, die am meisten profitiert und am meisten geschadet haben, sollen am stärksten beitragen. Der Reichtum der Superreichen ist zu großen Teilen geerbt. Ihre Emissionen sind extrem hoch und ihr Einfluss auf die Politik hat die Klimakrise befeuert. Während die überwältigende Mehrheit der Bevölkerung spart und Mühe hat, ihren Energieverbrauch zu reduzieren, verbrennen die Wohlhabenden tonnenweise CO2 mit Privatjets, Megayachten und Luxuskonsum. Eine halbwegs gerechte Klimapolitik muss diese Realität anerkennen. Das Argument, man solle die Reichen nicht bestrafen, verdreht Tatsache. Niemand hat einen moralischen Anspruch auf zig Millionen oder Milliarden, wo größtenteils ererbt worden sind. Erbschaften sind keine Leistung, sie sind Zufall. Es ist darum legitim, wenn der Staat sie besteuert, um Schäden, die durch fossile Reichtum angerichtet worden sind, zu reparieren. Im internationalen Vergleich ist die vorgeschlagene Steuer moderat. In Frankreich werden die Erbschaften über 100 Millionen Euro mit 45% besteuert. In der Schweiz bleibt die nach dem Abzug von 50 Millionen Franken bei gleicher Summe eine Steuer von 25 Millionen Franken. Also weniger. Frühere Umfragen zeigen, dass die Initiative mit Gegenwind rechnen muss. Mitte Oktober 2025 lehnten 67% der Befragten die Vorlage ab. Nur 31% waren dafür. Das bedeutet aber nicht, dass der Kampf verloren ist. Unsere Demokratie lebt von Beteiligung. Und gerade progressive Anliegen können gewinnen, wenn sich ihre BefürworterInnen mobilisieren. Die letzte Erbschaftssteuerinitiative 2015 scheiterte unter anderem an der geringen Wahlbeteiligung. Datum merken. Die Abstimmung findet am Sonntag, 30. November 2025 statt. Wahlunterlagen kommen in der Regel 2 bis 3 Wochen vorher. Auch informieren und diskutieren. Red mit deinen Freunden, Freundinnen, Familie, Kollegen, Kolleginnen über die Initiative. Viele kennen die Details gar nicht und lassen sich von den Schlagzeilen der reichen Lobby verunsichern. Dann wichtig, brieflich oder an der Urne abstimmen. Nutz dein Stimmrecht. Ob per Post oder persönlich in der Gemeinde, jede Stimme zählt. Gerade wenn mächtige Kreise auf eine tiefe Beteiligung hoffen. Natürlich auch teilen, liken und kommentieren von dem Video. YouTube nimmt uns langsam als Creator ernst, auch wenn wir noch ein bisschen in der Stilfindung hängen.
teilt das Video mit Leuten, hinterlasst einen Kommentar und drückt das Daumen-Ding nach oben. Wir schreien hier gerade gegen eine millionenschwere Desinformationskampagne an. Die Zukunftsinitiative fordert nicht weniger als eine Neuausrichtung von der Steuerpolitik zugunsten von Klimagerechtigkeit und sozialer Fairness. Sie trifft ausschliesslich extrem grosse Erbschaften und Schenkungen, von denen bis jetzt 0,05% der Bevölkerung profitieren. Durch die Besteuerung von diesen unverdienten Vermögen werden Milliarden für den Klimaschutz mobilisiert, ohne die Mittelschicht zusätzlich zu belasten. Die vom Bundesrat beschworene Auswanderungskatastrophe ist wissenschaftlich kaum belegt. MillionärInnen sind in der Realität sehr standorttreu. Die Schweiz bleibt aufgrund von ihrer Stabilität attraktiv und zieht sogar neue Vermögende an. Zumindest nach dem Blick, super. Blick zitieren zum Blick Propaganda kaputt machen. Woo! Die Entscheidung liegt bei uns allen. Wer eine lebenswerte Zukunft will, muss dafür sorgen, dass ProfiteurInnen von der fossilen Wirtschaft endlich zur Kasse gebeten werden. Wir sagen am 30. November Ja zur Zukunftsinitiative. Für Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit und für eine Schweiz, die nicht länger ein Paradies für Erben ist. Und wir hoffen, ihr macht das genauso. Keine Ahnung, Brain be Banana. Schlechtes Timing. Aber du schnibbelst schon etwas. Von verbrannten Franken, ja. Mit anderen Worten, 5, Schnäppchen hättest schon Prozent irgendwie. So bei irgendeiner von unseren Zuschauern nur ansatzweise 50 Millionen erben würde. Die Reichen nicht bestrafen. Keine Ahnung. Oh yeah, das unangenehme Ding. Falsche Sprache. Kommt mir da noch so vor, oder bin ich hure gut durch den letzten Teil durchgekommen? Hast du dir einen neuen Endcard-Gag überlegt?